Bevor Kolumbus Amerika entdeckte, galt das kleine Kap Finisterre, am westlichen Ende Spaniens gelegen, als das Ende der Welt. Kap Finisterre, das sollte auch eins der Ziele unserer diesjährigen Motorradtour sein. Auf dem Weg dahin durften wir die für uns unbekannte, wunderschöne Landschaft und Kultur Nordspaniens entdecken. Wenn ihr wissen wollt, was wir dabei so alles erlebt und gesehen haben, bleibt dran und abonniert den Kanal. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Motorradtour. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben unseren wohlverdienten Ruhetag in San Sebastián genossen, freuen uns aber auch auf die nächsten Etappen. Der Nationalstraße 634 Richtung Bilbao folgend genießen wir die schöne Küstenstraße, die eine großartige Aussicht auf den Golf von Biscaya bietet. Da für die kommenden Tage an der Nordküste sehr schlechtes Wetter mit Dauerregen angesagt ist, haben wir uns kurzfristig entschieden, die geplante Route auf den Kopf zu stellen und diese nun im Uhrzeigersinn zu befahren. Also geht es zuerst Richtung Süden statt nach Osten. Beim kleinen Küstendorf Ondarroa biegen wir ins hügelige und stark bewaldete Landesinnere und umfahren Bilbao, um dann über den Puerto de Orduña das heutige Ziel Burgos zu erreichen. Von weitem her sieht man die felsigen Wände der Sierra Salvada, ein Gebirgszug nordwestlich von Burgos, unweit der Provinzgrenze zwischen dem Baskenland und Kastilien-León. Die Sierra Salvada mit dem Puerto de Orduña ist berühmt für ihre besondere Form, die durch den steilen Nordhang mit einer Länge von 25 Kilometer entsteht. Irgendwie erinnert sie mich an den Cru du Vent, diese hufeisenförmige Felswand im Kanton Neuenburg. Wer diese nicht kennt, sollte unbedingt mal hinfahren. Das Gebiet der Sierra Salvada ist für die biologische Vielfalt bekannt und daher ein besonderes Schutzgebiet für verschiedene Vogelarten. Da die Bergkette ein Kalksteingebiet ist, sind hier über 350 Höhlen zu finden, die bis zu 45 Kilometer lang sind. Einige davon kann man besichtigen. Bei der Anfahrt zum Puerto de Orduña fällt uns ein besonderes Objekt auf. Dabei handelt es sich um das Denkmal der Virgen de la Antigua auf dem Gipfel des Charlazo. Beim Denkmal befindet sich eine kleine Kapelle, die nur am Fest des heiligen Jakobus genutzt wird. Natürlich wollten wir schauen, ob wir mit dem Motorrad bis zur Kapelle fahren können. Und so biegen wir oben am Puerto rechts in einen Feldweg ab. Keine Fahrverbotstafel hindert uns daran, den Weg unter die Räder zu nehmen. Die Schotterpiste ist jedoch nicht gut zu befahren. Kleine Steine werden zu Brocken und der Weg eng und steil. Und so müssen wir in Sichtweite des Denkmals die Fahrt leider abbrechen und umkehren.
der schönen Sierra Salvada führt uns die Straße runter zum Ufer des Rio Ebro, den wir dann eine Weile flussaufwärts begleiten. Dem Ebro werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmals begegnen. Je näher wir uns Burgos nähern, umso geradliniger werden die Straßen. Dies ist ein Vorgeschmack auf den folgenden Tag, der uns dann nach Salamanca führen wird. Am späteren Nachmittag erreichen wir Burgos und beziehen zuerst unser Hotel, welches unweit der Altstadt liegt. Kurz umziehen und schon sind wir unterwegs, um die Stadt zu erkunden, aber auch dem wachsenden Hunger und Durst entgegenzuwirken. Burgos ist mit ca. 175.000 Einwohnern die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der autonomen Gemeinschaft Kastilien-León. Unbedingt sehen sollte man die gotische Kathedrale von Burgos, die ab dem Jahre 1221 erbaut wurde. Seit 1984 gilt sie als UNESCO-Weltkulturerbe. Die Stadt liegt am Jakobsweg bzw. am Camino Frances und am Camino del Cid, denn es gibt ja mehrere Wege, die nach Santiago führen. Kein Wunder sieht man in der Stadt unzählige Pilger, die hier einen Zwischenhalt einlegen. Zum Abschluss des Tages gibt es noch die bekannten Churros con Chocolate. Eigentlich ist das eher was fürs Frühstück, aber wenn man sie, so wie wir, liebt und schon lange keine mehr gegessen hat, darf es auch mal spät abends sein. Auf dem Weg zu unserem heutigen Ziel, Salamanca, geht es einmal quer durch die von Bergen umrandete und auf einer Hochebene liegende autonome Gemeinschaft Kastilien-León. Die Landfläche dieser Region ist etwas größer als die Landmasse von Portugal. Mit etwa 25 Einwohnern pro Quadratkilometer ist sie jedoch die am wenigsten besiedelte Region Spaniens. Von Burgos aus geht es weiter Richtung Südwesten. Die Gegend ist bekannt für ihre kleinen Städte mit ihren alten Burgen und Kirchen. Einige davon werden wir heute besuchen. Kastilien-León gilt als das kulturelle Herz Spaniens. Kein Wunder gilt das hier gesprochene Castellano als die Grundlage des Standardspanisch. Trotz seiner ruhmreichen Vergangenheit als Machtzentrum Spaniens hat Kastilien-León den Anschluss an die industrielle Revolution verpasst. Heute lebt die Region hauptsächlich von der Agrar- und Ernährungsindustrie. So fahren wir kilometerlang an riesigen abgeernteten Feldern vorbei, ohne je ein Haus oder ein Mensch zu erblicken.
Aus dem Nichts erscheint plötzlich eine schöne Baumallee, an deren Ende sich eines dieser kleinen Dörfer befindet, mit ihren alten Häusern, Burgen und Kirchen. Eine dieser Burgen ist der Castillo de Peñafil im gleichnamigen Dorf mit knapp 5000 Einwohnern. Die Burg wurde im 11. Jahrhundert erbaut und thront auf dem Bergrücken über die Gegend und ist von weitem her schon erkennbar. Aktuell wird die Burg renoviert und ist daher nur teilweise begehbar. Noch vor 30 Jahren waren die Weingebiete in Kastilien-León international kaum bekannt. Heute gelten die Gebiete wie Ribera del Duero, Douro oder Rueda qualitativ zu den führenden in Spanien. Auch in der Kleinstadt Cuéllar steht eine typische Burg, der Castillo de los Duques de Alburquerque, welches im 11. Jahrhundert erbaut wurde. Ein kleiner Funfact am Rande: 1706 siedelten sich spanische Auswanderer in New Mexico, USA, unweit des Rio Grande an. Der Ort wurde nach Francisco Fernández de la Cueva, dem 8. Herzog von Alburquerque, benannt. Jedoch wurde typisch amerikanisch aus dem spanischen Alburquerque das amerikanische Albuquerque. Zu den schönsten Burgen der Region gilt der Castillo de Coca, welcher im 15. Jahrhundert vom Bischof Alfonso de Fonseca erbaut wurde. Sie ist mit einem tiefen Wallgraben umgeben und gilt als einzigartiges Beispiel spanischer Burgen im Mudéjar-Stil. Wie alle Bauten dieses Stils besteht auch die Burg Coca vorwiegend aus Backstein. Der arabische Einfluss wird an den Dekorationselementen, an der Mauer des Bergfriedes und an den Toren ersichtlich. Wir sind in Salamanca angekommen, Hauptsitz der gleichnamigen Provinz und seit 1988 UNESCO-Weltkulturerbe. 220 vor Christus wurde Salamanca erstmals in einem Text erwähnt. Die Ursprünge gehen aber viel weiter zurück. Seine Blüte erlebte Salamanca vor allem im 15. und 16. Jahrhundert. Die Geschichte Salamancas ist eng mit ihrer Universität verbunden. Diese füllt die Stadt mit mehr als 40.000 Studenten aus dem In- und Ausland. Die im Jahre 1218 gegründete Universität ist die älteste bis heute bestehende Universität Spaniens. Wenn man von der Kathedrale von Salamanca spricht, meint man eigentlich zwei Gotteshäuser. Die alte Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert bildet mit der im 16. Jahrhundert erbauten Kathedrale einen gemeinsamen Gebäudekomplex. Der Bau der neuen wurde nach der Reconquista, also der Rückeroberung aus arabischer Herrschaft, nötig, da die alte Kathedrale für die schnell wachsende Bevölkerung zu klein geworden war. Unbedingt empfehlenswert ist ein Besuch der Torre de las Campanas, also dem Glockenturm. Sie bietet eine großartige Aussicht über die ganze Stadt.
Auf halbem Weg zum Turm befindet sich eine kleine Terrasse, von der man eine einmalige Sicht auf die Kirchentürme und Kuppeln der Kathedrale hat. Weitere Sehenswürdigkeiten sind die Plaza Mayor mit ihren Restaurants, die zum Verweilen einladen, oder auch die Casa de las Conchas oder auf Deutsch das Muschelhaus, welches mit über 300 Jakobsmuscheln geschmückt ist, dem Symbol der Pilgerschaft nach Santiago de Compostela. Es gibt noch vieles mehr zu erkunden. Wir lassen aber nach der Besichtigung der Kathedrale den Tag in einem typischen spanischen Lokal mit tollem Essen und einigen Gläsern Wein aus dem Ribera del Duero ausklingen. Auf der heutigen Tour werden wir den südlichsten Punkt unserer Reise erreichen. Frühmorgens verlassen wir Salamanca und steuern unser heutiges Hauptziel La Alberca, ein kleines Dorf, welches in der Sierra de Francia liegt. Danach geht es über Ciudad Rodrigo zu unserer heutigen Unterkunft, welche etwas außerhalb von Vitigudino liegt. Durch die Errichtung eines großen Naturparks innerhalb der Sierra de Francia sind weite Teile der Landschaft unter Schutz gestellt. Zusätzlich hat die UNESCO das Gebiet als Biosphärenreservat eingestuft. Abgesehen von den natürlichen Sehenswürdigkeiten, die auf diversen Wanderwegen erkundet werden können, bieten einige Orte wie La Alberca, Miranda del Castañar, Mogoraz und andere aufgrund der jahrhundertelangen Abgeschiedenheit der Region noch ein relativ unverfälschtes Bild. La Alberca zählt zu den schönsten Dörfern der Region. Die mit Bruchstein gepflasterte Gassen und schiefwinkligen Häusern aus Naturstein und Fachwerk prägen das historische Ortsbild. La Alberca war das erste Dorf in Spanien, welches unter Denkmalschutz gestellt wurde. Vor der Kirche steht ein aus Stein gehauenes Schwein, das Marrano de San Antón, welches eine in Alberca gepflegte Tradition symbolisiert. Ein geweihtes Ferkel wird jedes Jahr am 13. Juni im Dorf ausgesetzt, um dieses dann gemeinschaftlich mit Küchenabfällen zu mästen und schließlich am 17. Januar des Folgejahres zu verlosen. Der Erlös geht an die Bruderschaft des heiligen San Anton. Wir verlassen nun Alberca und fahren die Straße hinauf zur Peña de Francia, ein befahrbarer Gipfel auf 1727 Meter Höhe,
der schon von Miguel de Cervantes im Roman Don Quixote erwähnt wurde. Oben auf dem Gipfel steht das Kloster Nuestra Señora de la Peña de Francia, bekannt für seine schwarze Madonna. Bereits 1436 siedelten sich Dominikanermönche hier oben an und erbauten im 16. Jahrhundert das Kloster mit seiner Kirche und den Aussichtsterrassen. Die Aussicht ist umwerfend. Man kann entweder den ganzen Weg zum Berg laufen, viel Glück, es ist ziemlich steil, oder mit dem Auto oder Motorrad fahren. Nach unserer Besichtigungstour machen wir uns auf den Weg Richtung Ciudad Rodrigo, um danach weiter nach Villavieja de Yeltes zu fahren. Das Dorf Villavieja de Yeltes liegt eigentlich irgendwo im Niemandsland, hat heute etwas mehr als 700 Einwohner und ist nur über eine kleine Provinzstraße zu erreichen. Ihr Ursprung geht aber bis ins 5. Jahrhundert zurück. Das Dorf hat aber für mich eine besondere Bedeutung. Liegen hier doch die Wurzeln meiner Familie und noch heute wohnen im Dorf einige Angehörige. Wir nähern uns unserer heutigen Unterkunft, die etwas außerhalb von Vitigudino liegt. Es ist ein Landhotel, welches auf einer Finca liegt, die nur über eine Schotterpiste zu erreichen ist. Das Hauptgebäude, ein kleiner Palast, wurde vor einigen Jahren renoviert und hat eine besondere Geschichte, die mit Inés Luna Terrero, die von 1885 bis 1953 lebte, zusammenhängt. Wir beschließen den Tag wie üblich mit einem gemütlichen Nachtessen und den obligaten 1-2 Gläsern Wein. Etwas später als üblich und nach einem ausgiebigen Frühstück packen wir das Motorrad und machen uns auf den Weg. Vom Hotel aus fahren wir Richtung Norden, machen einen Abstecher nach Portugal, um dann über Puebla de Sanabria und einigen Pässen unser heutiges Ziel Ponferrada anzusteuern. Nach kurzer Fahrt erreichen wir den Embalse de Almendra, eine Talsperre am Fluss Tormes. Der Stausee wird zur Stromerzeugung verwendet und ist einer der größten in Spanien. Besonders sind die 3 Staumauern, die in unterschiedlichen Bauarten konstruiert wurden und bis zu einer Höhe von 202 Meter reichen. Kurz vor Miranda do Douro überqueren wir den Fluss Douro, der hier die spanisch-portugiesische Grenze bildet. Wir gönnen uns eine kleine Pause und stellen unser Motorrad vor der Konkathedrale Santa Maria, einer schönen Kirche aus dem 6. Jahrhundert ab.
Von hier oben hat man einen großartigen Blick auf den Fluss Douro. Die Straßen führen uns durch unterschiedliche Landstriche, mal trocken und mit kleinen Büschen, mal mit dichten Wäldern und Baumplantagen und auch durch kleine, traditionelle Dörfer mit ihren schmalen Straßen, meistens mit Kopfsteinpflaster belegt. Bevor wir Portugal auf Wiedersehen sagen, fahren wir noch durch das alte Dorf Rio do Honor, welches sich an der Grenze zu Spanien befindet. Kaum in Spanien ändert sich das Landschaftsbild. Links und rechts der Straßen wachsen große Baumschulen. Das kommt nicht von ungefähr. Schließlich sind 31% der Region mit Wald bedeckt, was 1/6 der gesamtspanischen Waldfläche entspricht. Das Holz wird vorwiegend für die Herstellung von Holzerzeugnissen wie zum Beispiel Sperrholz, Furniere, Platten und anderen Produkten verwendet. Uns zieht es weiter und wir erreichen das kleine Städtchen Puebla de Sanabria mit ihrem schönen, denkmalgeschützten Ortskern und den meist zweigeschossigen Häusern sowie dem Castillo de los Condes de Benavente, eine Burg aus dem 15. Jahrhundert, die zu den besterhaltenen Burgen Spaniens aus dieser Epoche zählt. Baby, it's now or never. Gotta leave this town and I know what you're asking for. Einige Kilometer weiter erreichen wir den Lago de Sanabria mit 3,5 Quadratkilometer, der größte natürliche See Spaniens. Zum Vergleich, der Pfäffikersee im Kanton Zürich ist in etwa gleich groß, was uns dann doch etwas erstaunt. Wir hätten in Spanien schon noch den einen oder anderen größeren See vermutet. Trotz allem, es ist wunderschön hier und wir genießen die Ruhe und die Aussicht.
Bei der Routenplanung hatte ich mir die Strecke zwischen Puebla de Sanabria und Ponferrada nicht so genau angeschaut. Daher sind wir umso erstaunter, als wir die Sierra de Cabrera erreichen. Diese Bergkette liegt zwischen den Provinzen León und Zamora und bildet die natürliche Grenze der zwei Provinzen. Unsere Route führt uns zuerst über den Puerto de Viscodillo, anschließend über den Puerto de Portillinos und zum Schluss des Tages den Puerto de Moredero. Doch was ist denn nun so besonders an der Sierra de Cabrera? Einerseits ist die Aussicht hier oben großartig und man sieht teilweise weit ins Landesinnere, vor allem Richtung Süden. Andererseits haben wir die ganze Strecke für uns allein. In den 2 Stunden, die wir unterwegs sind, begegnen wir einem Motorradfahrer und 2 Autos, mehr nicht. Keine Wanderer, keine Pilger, keine Radrennfahrer, keine Kühe, keine Schafe, einfach nur wir und die Natur. Wir können die langen, leicht steigenden Geraden und die langgezogenen Kurven einfach nur genießen. Die Strecke ist nicht sehr anspruchsvoll, auch wenn der Straßenbelag ab und zu seine Tücken und Lücken hat, aber insgesamt macht es einfach nur Spaß. Wir verlassen die Sierra de Cabrera und steuern unser Nachtlager in Ponferrada an. Morgen geht es nach Santiago de Compostela, einer unserer Hauptziele der diesjährigen Tour. Wie es weitergeht, seht ihr in Teil 3 unserer Reisedokumentation. Besten Dank fürs Zuschauen und bis bald.